Warum ist heutzutage eigentlich alles ein Scam? Ich dachte, wir hätten schon zu Covid mit Krypto-Shitcoins und NFTs den Zenit der Scams erreicht, aber es ist 2026 und sogar der Präsident der USA hat einen eigenen Meme-Coin und gefühlt jeder profitable Einsatz von KI läuft auf irgendeine Art auf eine Betrugsmasche hinaus. Ich lege mich sogar darauf fest, KI ist das größte und beste Betrugswerkzeug, das je jemand der Menschheit zur Verfügung gestellt hat. Denkt mal drüber nach. Ein E-Mail-Scammer kann jetzt millionenfach Mails generieren, Fake-News-Seiten können mit gefälschten Bildern wirklich üble Gerüchte streuen und damit massenhaft Werbeklicks einfahren, genauso wie zuletzt deutsche Tech-Blogs mit KI-generierten Fake-News über Windows 12 richtig viele Klicks abgesandt haben. Und Dropshipper versuchen sich als langjähriges Familienunternehmen zu verkaufen, wo dieser sympathische, offensichtlich KI-generierte Opa angeblich noch jede Uhr oder Tasche selbst liebevoll per Hand zusammenbaut. Obwohl dahinter irgendein nigerianischer Prinz of course sitzt, der in deinem Namen diese sicherlich hochwertige Luxusuhr für 1,30 € von Temu bestellt. I'm trying to be funny. Kann's halt einfach nicht. Heute möchte ich aber über etwas anderes reden. Etwas, das mich sogar etwas mehr besorgt. Es ist ein Scam, auf den sogar bekannte deutsche Blogs, Journalisten, erfahrene IT-Admins und sogar Unternehmen sowie auch viele YouTuber hereingefallen sind. Und es ist ein Scam, wo ich immer weniger an einen Zufall oder einen Irrtum glaube, sondern bei einigen dieser Verlinkungen schrillen bei mir alle Bullshit-Alarme. Es geht um Fake-Download-Seiten, meistens für Open-Source-Programme, mit denen oftmals nur Werbung, aber häufig auch Viren mitgeliefert werden. Heute reden wir über, wie ich sie nenne, die VLC.de-Verschwörung. Gleich zu Beginn, damit ich mich hier auch rechtlich ein wenig absichern kann, ich möchte mit diesem Video lediglich auf einen Missstand und potenziellen Fehler bei der Verlinkung auf offizielle Webseiten von Programmen hinweisen, unterstelle niemandem eine böse Absicht und sage hier lediglich meine eigene Meinung. Ich sage aber auch dazu, es liegt nicht in meiner Verantwortung, darauf zu achten, dass fremde Webseiten die korrekten offiziellen Links zur Software verwenden. Jeder Admin einer Webseite oder eines YouTube-Channels, der auch insbesondere das Vertrauen einer oftmals sehr großen Community genießt, ist selbst für diese Verlinkungen verantwortlich. Und entsprechend kann er dafür auch verantwortlich gemacht werden. Und ich persönlich sehe das definitiv als meine Pflicht, euch nicht falsch zu einer Fake-Seite zu verweisen. Das passiert allerdings leider im deutschen Internet mittlerweile so häufig, ob nun absichtlich oder einfach durch Unwissen, dass ich euch als Nutzer davor warnen will, künftig bei Downloads von Programmen, die ihr wo empfohlen bekommt, genau darauf zu achten, wo diese Links tatsächlich hinführen. Ich möchte dafür beginnen mit jener Domain, die am häufigsten im deutschsprachigen Internet falsch verlinkt wird, nämlich vlc.de. Nein, das ist nicht die offizielle deutsche Webseite des VLC-Players. Die offizielle Webseite des VLC-Players lautet videolan.org. Videolan ist der Name der Entwickler des VLC-Players, nämlich einer französischen gemeinnützigen Organisation, geführt vom absoluten Ehrenmann Jean-Baptiste Kempf. vlc.de ist eine Nachahmerseite. Sie sieht der offiziellen Webseite täuschend ähnlich und enthält ebenfalls einen großen, prominent positionierten Download-Knopf. Laden wir das Tool jedoch bei vlc.de runter, kriegen wir eine setup.exe-Datei und bei der offiziellen Webseite wird die vlc.3.0.23-win64-Exe heruntergeladen. Das zeigt uns direkt, vlc.de ist nicht eine gut gemeinte Hilfeseite, die dann einfach nur auf die offiziellen Pakete verlinkt, sondern die haben sich da ganz offensichtlich ein eigenes Installationstool gebastelt. Das ist erstmal nichts anderes als der Chip oder der Computer-Build-Installer machen oder wie diese ganzen Download-Portale alle heißen. Das perfide hier ist, also der Unterschied ist, dass einem Chip.de wenigstens nicht glauben lässt, dass das der offizielle Download-Link sei. Ich dachte nie, dass ich das jemals sagen würde, aber sogar diese Ehrenmänner von Chip.de haben neben ihrem großen blauen Download-Knopf einen direkten Link zum offiziellen Installer von Videolan. Die korrekte Domain des Herstellers ist hier ebenfalls drauf verlinkt. Ich dachte ehrlich nie, dass ich Chip.de jemals in Schutz nehmen würde, aber willkommen im Internet im Jahr 2026. Alles ist möglich. Das ist mal der erste große Unterschied zwischen klassischen Download-Portalen und so Fake-Seiten wie vlc.de. Chip.de verkleidet sich nicht als legitime Entwickler-Webseite und man bietet einen alternativen Download zum eigenen Chip-Installer an, falls ihr diesen nicht verwenden wollt. Aber was lädt man sich denn überhaupt hier herunter, wenn man den VLC-Player von vlc.de holt? Ich würde es nicht empfehlen, aber wir haben es gemacht. Vergleichen wir dafür mal die Installation einer virtuellen Maschine. Links im Bild haben wir den offiziellen Installer vom VLC-Player von videolan.org und rechts die unbekannte setup.exe-Datei von der Fake-Webseite vlc.de. Das Setup präsentiert uns erstmal eine gänzlich andere Benutzervereinbarung als der normale VLC-Player. Aber sogar diese Lizenzvereinbarung ist dem Original stark nachempfunden.
präsentiert sich hier allerdings als VLC Plus Player. Das Plus? Malware. Wenn man die Bedingungen dieses Download-Assistenten akzeptiert, dann wird erst dann eine Verbindung mit dem Download-Server auf vlc.de hergestellt und soweit wir das prüfen konnten, wird bei uns nur der VLC-Player heruntergeladen. Wir haben auch den Traffic des Fake-Installationsprogramms analysiert und bei unseren Testmaschinen wurde ausschließlich VLC installiert. Einmal tatsächlich nicht korrekt, sondern nur als Konsolenversion, aber bei uns war zumindest heute kein Virus dabei und auch keine andere Software. Vielleicht hatte der Betreiber aktuell einfach keine Buchungen für Werbung drin, vielleicht lag es auch an meiner IP-Adresse oder der Tatsache, dass ich eben das Ganze in einer VM getestet habe. Oder vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Meine Tests lieferten keine Ergebnisse, außer dass der Installer definitiv irgendetwas von vlc.de herunterlädt und nicht einfach von der offiziellen Domain die aktuellste Version runterzieht. Aber andere Nutzer hatten da schon schlechtere Erfahrungen. Laut Forumnutzern aus dem Trojaner-Board sowie auch laut VLC-Präsidenten werden da häufig Spyware, Adware und angeblich sogar Rootkits mitinstalliert. Ich meine, wer überprüft denn überhaupt, welche Software im Installer von vlc.de mitgeschleust wird? Das liegt rein im Ermessen des Betreibers der Webseite und wenn der will, kann er nächste Woche ein Virus da drin mitliefern. Wer garantiert denn, dass der Betreiber beim Angebot von 100.000 Euro von einer russischen Hackergruppe nicht schwach wird? Denn der Unterschied zu chip.de ist, da steht ein bekanntes Unternehmen dahinter mit ihrem Downloader-Programm und der Autor steht direkt auf der Download-Seite mit seinem Foto und Namen, während vlc.de, zumindest meiner Meinung nach, und wir wollen ja hier rechtssicher bleiben, den Eindruck einer offiziellen Download-Seite erwecken will und das bringt ein bisschen meine persönlichen, von der Meinungsfreiheit hoffentlich gedeckten Alarmglocken zum Läuten. Ring, 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 ring. Alarm! Könnt ihr sie hören? Also ich höre sie. Ich höre auf jeden Fall, dass sie von der Meinungsfreiheit auch gedeckt sind. Und wenn ich sogar chip.de als ein Vorzeigebeispiel nennen muss, dann ist das schon irgendwie ziemlich sketchy, ganz ehrlich. Was ich aber viel schlimmer finde, als diese Fake-Download-Webseite mit seinem potenziell mit Werbung und Spyware zugemüllten Downloader, das ist als ernstzunehmendes Unternehmen, als Blogger, als Journalist oder Technik-Influencer darauf überhaupt nur zu verlinken. Jeder einigermaßen gut informierte Internetnutzer kennt vlc.de. Und weiß auch, wie man der Seite ausweichen kann. Man besucht sie am besten nicht. Mittlerweile verhindert sogar der Werbeblocker uBlock Origin das Öffnen der Seite komplett. So bekannt ist das Problem mit Seiten wie vlc.de. Sogar der Microsoft Copilot, die zertifiziert dümmste KI im Internet, kann auf die direkte Frage nach dem Download-Link zum VLC-Player die offizielle Domain videolan.org raushauen und warnt sogar vor vlc.de, wenn man sie zufällig geöffnet hat. Bei Google ist allerdings vlc.de schon auf Platz 2 bei mir und scheinbar weigern sie sich, diese Domain anzulisten. Das sagt sogar der Gründer von VLC. Vielleicht erwarte ich einfach zu viel von Google, aber ich meine, wenn der Copilot es kann, come on. Wo ich allerdings schon eine gewisse Rücksicht auf seine User und potenziellen Kunden erwarten würde, sind von offiziellen Unternehmenswebseiten und von bekannten Influencern und Blogs. Der bekannte Technikblog Giga verlinkt zum Beispiel in seinem Beitrag Video verkleinern und komprimieren beim Download für Mac-Nutzer auf die falsche Webseite. Und das, obwohl sie in ihrem Beitrag zum VLC-Player scheinbar doch die richtige Domain des Entwicklers kennen. Sogar auf diesem Windows-Blog namens Windows United, also das City unter den Windows-Blogs, wird im Beitrag 4 Alternativen zum Windows Media Player auf die Fake-Webseite verlinkt und nicht auf die echte. Das hat echt keiner Sitz, dem das aufgefallen ist. Das gleiche gilt für den YouTube-Kanal Digitale Profis. Scheinbar studierte Informatiker verlinken auf die werbeverseuchte vlc.de und nicht auf die offizielle Domain und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Ich will da echt keine Bösartigkeit unterstellen. Inkompetenz dagegen? Na, darüber können wir diskutieren. Wer nämlich Empfehlungen für Programme im Internet abgeben will, und sorry, wenn ich da vielleicht das Ganze zu ernst nehme, dass da offenbar auf Fake-Seiten verlinkt wird, der sollte allerdings wenigstens die echten Download-Links des Anbieters recherchieren können. Das kann man wissen als studierter Informatiker, das sollte man wissen, wenn man sich als Windows-Blogger oder digitaler Profi vermarktet und das Vertrauen von über 150.000 Leuten genießt. Ist nur meine Meinung. Nur meine Meinung. Bei meiner Recherche bin ich auch über unzählige deutsche Firmen gestolpert, die ebenfalls fälschlicherweise den vlc.de-Link in ihrem Firmenblog benutzen. Teils sind das kleine Elektronikläden oder Agenturen, aber die machen sowas ja nicht professionell. Von denen würde ich mir nicht zwingend die Einhaltung journalistischer Mindeststandards erwarten. Und ich muss ja auch dazu sagen, es sind schon sehr niedrige Standards, wenn nicht mehr von euch verlangt wird, als nicht auf eine Fake-Webseite mit Viruswarnung zu verlinken. Heute verbietet es mir zumindest der Anstand oder einfach die Verpflichtung gegenüber meiner Community, euch, dass ich euch falsch zu einem Download anweise, sei das Unwissen oder Absicht. Es ist nicht schwer, das zu recherchieren. Was ich aber in diesem Kontext schon verraten kann, ist, ich habe selbst vor
einiger Zeit von einer SEO-Agentur ziemlich viel Geld angeboten bekommen, um auf vlc.de zu verlinken. Das ist eine Weile her, aber schon damals schlugen bei mir die Alarmglocken, weil warum würde mir Videolan Geld anbieten, um deren kostenloses Open-Source-Produkt zu vermarkten? Ich habe damals eher natürlich undankbar abgelehnt, denn das Vertrauen meiner Community ist mir ein bisschen mehr wert als die Leasingrate eines schöneren Autos. Und fast jedes ist schöner. Ich kann also wirklich nicht beurteilen, ob bei den anderen hier einfach nur ein ehrlicher menschlicher Fehler im Spiel war oder vielleicht was anderes. Denn in diesem Fall, wo man seine Community auf eine potenziell virenverseuchte Fake-Webseite schickt, ist die Ausrede, ich hab's nicht gewusst, einfach nicht gut genug. Die Seite macht nämlich das, was sie macht, schon seit mehr als 10 Jahren. Es liegt als Webmaster in meiner Verantwortung, wohin ich meine User schicke, und dieser Verantwortung muss man sich auch stellen, wenn man eine bekannte Webseite oder einen YouTube-Kanal im Internet betreibt. Klar, nicht jeder hat die Erfahrung, kleiner Technikladen weiß es vielleicht nicht, und nicht jeder kennt alle Domains von Open-Source-Tools auswendig. Aber wenn man für einen Artikel oder ein Video recherchiert hat, wo man ein Programm seinen Lesern oder Zusehern empfiehlt, dann ist es nicht wirklich zu viel verlangt, dass man da den richtigen Download-Link kennt. Also, wenn man das nicht schafft als selbsternannter Technikjournalist oder als digitaler Profi, dann hat man zumindest für mich jegliche Qualifikation als Influencer verloren. Und wir wissen alle, dass die Standards für diesen Job nicht besonders hoch sind. Und während es natürlich von extremer Inkompetenz zeugt, seine Community auf solche Seiten loszuschicken, um sich potenziell auch noch einen Virus einzufangen, so ist es letzten Endes respektlos gegenüber den Entwicklern solcher wundervollen Software, wie es der VLC-Player ist. Ich meine, Leute wie der Betreiber von VLC.de und alle, die daran mitverdienen, nutzen das kostenlose, offene Produkt eines anderen, um sich selbst zu bereichern, ohne irgendwas Wertvolles zu diesem Projekt beigetragen zu haben. Im Gegenteil, unwissenden Nutzern unerwünschte Software zusammen mit VLC auszuliefern, das schadet eigentlich nur dem Ruf des VLC-Players und damit auch direkt den Entwicklern und der wirklich bemühten Community dahinter. Davon zu profitieren, das ist, als würde man Spenden stehlen von einem Tierheim. Vor Tools wie VLC, GIMP, Audacity, 7-Zip oder KeePass und seinen Entwicklern habe ich größten Respekt. Denn auch sie haben sicherlich schon unzählige seriöse, aber auch unseriöse Angebote bekommen mit wahrscheinlich extrem verlockenden Summen, und hätten sie diese nicht abgelehnt, dann würden sie wahrscheinlich jetzt genauso aussehen wie die Seite von vlc.de oder vielleicht gar noch schlimmer, gar so werbesverseucht wie Windows 11. Ja, der muss jetzt sein. Betroffen von diesem Problem ist übrigens nicht allein VLC, sondern es gibt leider extrem viele solcher Taugenichtse, die sich an der Arbeit eines anderen bereichern wollen. Jedes etwas beliebtere Open-Source-Programm wird von solchen Fake-Webseiten missbraucht. Ich habe solche Seiten bereits für Audacity, GIMP, 7-Zip, KeePass und FileZilla gesehen, aber es dürfte noch ganz viele andere geben. Daher geht meine Warnung hier direkt an euch: Prüft bei Open-Source-Programmen immer nach, ob ihr die gerade von einer offiziellen Domain runterladet, auch dann, wenn ihr von einem bekannten Technik-YouTuber dorthin weitergeleitet wurde. Was ironischerweise sehr effektiv davor schützt, als ein Virenschutz und auch auf erster Linie davor schützt, ist ein guter Werbeblocker, zum Beispiel uBlock Origin. So ungern ich das hier auch sage, als jemand, der natürlich sehr abhängig ist von Werbung, so ist das leider ein extrem effektiver Schutz gegen Scam, Spam und Viren im Internet, denn er verhindert effektiv, dass man überhaupt auf die Seite kommt, geschweige denn sich von dort was runterlädt. So, das war auch schon die VLC.de-Verschwörung. Geht bitte nicht auf die Seite. Und wenn ihr ansonsten noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um Windows normalerweise sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und tretet auch unserem Discord-Server bei, falls ihr mit einer interessierten, begeisterten Tech-Community über Gott und die Welt und alles Mögliche diskutieren wollt. Ich würde mich echt freuen, euch dort begrüßen zu dürfen, und auch schon im nächsten Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.